Moin und herzlich willkommen bei Dimi Versus. Wie gesagt, ich bin auf der High-End momentan und ich mache jetzt ein wirklich ganz kleines, kurzes Video, weil das tatsächlich eines meiner Highlights hier ist auf der High-End. Und zwar bin ich stehen geblieben auf dem Stand von Sonoro. Sonoro kenne ich natürlich schon sehr lange, habe ich auch früher im Handel verkauft. Und daher kenne ich auch die Orchester-Lautsprecher, Regallautsprecher von Sonoro, die ja schon damals ziemlich cool waren. Aber die sind noch mehr bekannt für kleine Lautsprecher letztendlich, ne? All-in-One-Lautsprecher mit einem CD-Player integriert und so weiter. Genau. Sonoro hat begonnen mit einfach ganz normalen All-in-One-Musiksystemen, die fürs Wohnzimmer oder fürs Schlafzimmer gedacht Genau. sind. Ja. Und dann mit der Zeit kamen halt auch eben Lautsprecher dazu. Und wie gesagt, jetzt bin ich hier stehen geblieben und das ist echt mein kleines Highlight. Und warum? Weil Sonoro für einen sehr guten Kurs, finde ich, sehr viel fürs Geld bietet. Und ich stelle euch mal den Christian vor. Ich habe nur ein Mikro, deswegen halte ich das jetzt mal so ein bisschen. Ja, hi. Der Christian Grüß wird dich. uns ein bisschen jetzt hier ranführen und zeigen, was Neues gekommen ist. Okay? Christian, möchtest du uns ein bisschen was über die Lautsprecher erzählen? Ja, sehr gerne. Ich will vielleicht ganz kurz mit dem Maestro starten. Ja. Wie ist Sonoro eigentlich zur HiFi-Idee gekommen? Wir haben vor einigen Jahren von vielen Fachhändlern die Rückmeldung bekommen, hey Sonoro, es wäre ganz toll, wenn ihr das Meisterstück, unser größtes All-in-One-Musiksystem, mal bitte bauen könntet mit separaten Lautsprecheranschlüssen. Dabei war bei uns im Produktmanagement der Anspruch, ein Musiksystem zu schaffen, was auch den HiFi-affinen Kunden abholt. Und dabei ist unser Maestro auf den Markt gekommen. Ein All-in-One-Musiksystem, was hier durch die Eigenschaften besticht, dass wir Radio hören können, verschiedensten Quellen, digitale und analoge Eingänge haben, bidirektionales Bluetooth, ein CD-Slot in, was typisch für Sonoro ist, 6 Streaming-Dienste sowie ein Phono-Eingang. Ja, auf dem Markt ist dann ungefähr vor 3,5 Jahren dieses Produkt erschienen und dann kam der Wunsch nach Lautsprechern. Begonnen mit den Orchestern, die du gerade angesprochen hast, gibt es jetzt entsprechend eine Range, nämlich unsere Grand Orchester, ein 2,5-Wege Standlautsprecher, sowie unser Orchester der zweiten Generation, sprich der Nachfolger der jetzigen Orchester, der voraussichtlich Mitte des Jahres auf den Markt kommen wird. Die Grand Orchester ist seit Anfang des Jahres schon verfügbar. Ich habe die auch privat zu Hause und muss sagen, ein Lautsprecher, der mir jeden Tag aufs neue Freude bereitet. Ja, was gibt es hier für Hauptmerkmale? Nämlich zum einen ein AMT-Bändchen-Hochtöner, der die Musik gerade bei Klassik oder Blues unheimlich schön betont. Eine brillante Hochtonwiedergabe, aber ohne dabei spitz zu klingen. Ich erkläre es immer ganz gerne, weil ich bin auch privat leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ich habe einmal auf einer Harley Davidson gesessen und ich möchte nie wieder was anderes fahren. Dasselbe ist es hier. Wenn man einmal das Erlebnis eines AMTs zu Hause quasi gehört hat, dann möchte man davon nicht mehr weg. Ja, hier ist ein Tieftöner drin, ein Tiefmitteltöner und ein Hochtöner. Unsere Lautsprecher werden aus dem handgeschliffenen Holzgehäuse gefertigt, was ich auch sehr, sehr schön finde. Sonoro ist halt ein kleines mittelständisches Unternehmen in Neuss mit 50 Leuten, die ihre Produkte hier noch in Hand anfertigen. Einfach mit der Idee, ein schönes, kompaktes Musiksystem oder schöne, kompakte Lautsprecher zu bauen, die toll klingen, eine schöne optische, ja, also sich einfach perfekt optisch zu Hause einschmiegen und darüber hinaus tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Sonoro steht einfach für 3 Merkmale. Schönes Design, einfache Bedienung und toller Klang. Oh, kurz und knapp. Ja, was ich dir auch noch gerne zeigen möchte, ist die neue Smart-Integration unserer Produkte. Wir werden nächstes Jahr neue Produkte auf den Markt bringen, die dann noch einfacher zu bedienen sind. Du kannst hier einfach über einen Lichtschalter Knopf drücken, die Raumbeleuchtung geht an, deine Musik geht an, über das Handy oder ein One-Touch-Panel kannst du die Lautstärke steuern, bedarfsweise weiterschalten, kannst sogar dein Wetter abrufen. Also es ist sehr, sehr einfach in der Benutzerfreundlichkeit. Und somit kommst du nach Hause, drückst einfach deinen Knopf, deine Lieblingsmusik läuft. Du kannst die Lautstärke regulieren, alles was du willst. Wahnsinn. Und das total einfach in der Benutzerfreundlichkeit. Da haben wir viele schon positive Rückmeldungen bekommen, weil die gesagt haben, das ist genau das, was die Kunden gerne haben möchten. Eine einfache Bedienung und direkt per Knopfdruck seine Lieblingsmusik zu Hause Mega genießen. smart. Die Idee Mega von Sonoro. Sehr, sehr coole Weiterentwicklung. Genau. Ja, wie gesagt, den Vorgänger davon kenne ich. Ja. Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Kannst du beide kurz anspielen Ja, mit klar, einem Song? selbstverständlich. Wir nutzen ihr Teil. Ich Ja. muss einfach mal hier vorne einfach loslegen und dann können wir gerne beide Lautsprecher hören. Starten können wir mit dem kleinen. Jetzt laufen gerade die Orchester der
zweiten Generation. Ich mache mal ein bisschen lauter. Oh girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on it. Well, you are sacred in a way. I don't know God, but still have faith. Ja, gerne. Ja. That He will manifest Okay, ja. some way when I am next to you. Kannst du noch mal auf die kleinen umschalten? Ja. Und jetzt noch mal auf die großen. Wahnsinn. Also ich habe Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist echt schön. I don't think I can shake it. Wahnsinn. Ja, du kannst schon leiser machen. Das ist verrückt. Also, ich meine, ich habe das ja jetzt schon gestern gemacht hier, ne? Und deswegen habe ich mich entschieden, halt nochmal herzukommen und das Ganze zu filmen. Insofern Glück für euch, ehrlich gesagt. Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass du da Aber bist. worauf ich hinaus will, ist, du hast mir gestern auch die Preise genannt. Genau. Und das finde ich als Highlight momentan. Deswegen habe ich gesagt, mein High-End-Highlight dieses Jahr, weil das wirklich Einstieg ist auf höchstem Niveau. Der Maestro, der liegt meines Erachtens bei 1.500 € etwa. Korrekt, 1499, richtig. Und die Standlautsprecher, die jetzt nun echt richtig voll klingen, wo liegen die preislich? Das Set bei 2000 €. 2.000 €. Das ist die Idee bei Sonoro Audio. Ein schönes Design, eine einfache Bedienung sowie toller Klang für ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, damit man auch quasi im Einstiegsbereich zu Hause HiFi genießen kann. Und das haben auch viele unserer Händler und Besucher bestätigt, dass sie überrascht sind, wie toll so ein Lautsprecher klingen kann für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. 3.500 € also für alles. Ne? Du hast den Verstärker, du hast die Lautsprecher, du hast den Streamer eingebaut. Korrekt. Und ja, verschiedene Quellen letztendlich. CD-Player hast du auch, Bluetooth. Du hast eine eierlegende Wollmilchsau letztendlich. Und dann brauchst du vielleicht noch ein Kabel dazu und mehr Das nicht. war's. Und wenn ich dir noch eine Sache am Maestro gerne zeigen darf, was sehr, sehr schön ist. Bei mir zu Hause habe ich auch den Maestro. Und für mich ist Musik ein Lebensmittelpunkt. Mich berührt Musik und mir macht es große Freude, jeden Tag Musik zu hören. Es ist aber so, gerade wenn man gearbeitet hat, man kommt ja nach Hause, isst gemeinsam Abendessen und das Schöne bei Sonoro ist, du brauchst einfach, wenn du zum Beispiel die Streaming-Taste drückst, siehst du hier Spotify als Beispiel, wählst die Quelle aus, drückst hier OK und kannst dann unter der Favoritentaste bis zu 10 deiner Lieblingsplaylisten abrufen. Das geht ganz einfach, du brauchst kein Handy mehr, drückst einmal nochmal hier auf die Enter-Taste und schon läuft sonntags morgens deine Musik, die du hören möchtest und entsprechend deine Lieblingsmusik, du hast Brötchen an, es geht ganz einfach, du brauchst nur einen Knopf drücken und hast deine Lieblingsmusik zu Hause. Und das finde ich auch sehr, sehr toll an Sonoro, diese einfache Bedienung und dieser tolle Klang für ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wahnsinn. Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage auch danke. Und ja, danke fürs Zuschauen auch an euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst ein Like und ein Abo, und wenn ihr neu seid auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, ciao.